mal anfangen mit was bei dir in dem Jahr alles so passiert ist. Also es ist eigentlich recht viel, ne, gegangen vom letzten Jahr, März oder April, wo wir das Chai mit Karim gemacht haben. Ne? Genau. Und das letzte Jahr war etwas, das ich so, wo ich noch weiß davon sind so die in den Mut kommen und die kleinen Schritte gehen. So, genau. dass ich nicht große, sondern kleine, so dass ich weiterhin dass ich beim Mut bleibe. Und nicht Angst habe, die Großen zu gehen, sondern einfach beim Mut. So. Mega schön, ja. Genau, also das ist so das hat dir geholfen auch. Das ist so das Leitthema und ich finde, ich bin so schnell vorangekommen wie noch nie. Weil ich früher immer sehr lange gewartet habe, bis der Mut kam für einen großen Schritt. Und dann habe ich einen großen. Und jetzt ist es wie so, ich mache einfach nur so bum, bum, bum. Also, weil für die kleinen Schritte ist der Mut da und ich habe mein ganzes Leben verändert. So. Genau, ne? Und dafür hast du eigentlich irgendwie 10 Jahre gewartet, ne? Ja. Fast, ne? So für manche Schritte vielleicht machen, ne? Für verschiedene Themen so, ja. Und ich merke schon, dass ich einfach mehr Angst bekommen habe in dem Jahr, aber nicht weniger Kopfangst, sondern einfach durch das ich mich dem Leben gestellt habe und angefangen habe zu leben und die Schritte gegangen bin, ist sehr viel, ist eigentlich wie gekommen und ich bin trotzdem, also das habe ich sehr stark gelernt, dass ich wie trotzdem gehe, dass ich mich nicht davon abhalten lasse. Ja, so, das machst du auch, wenn nicht die Angst zu groß ist. Also wenn der Schritt irgendwie zu groß ist, ist die Angst zu groß und dann bewegt man sich nicht mehr. Genau. Ne? Aber du musst eigentlich wie mit der Angst, wie so Hand in Hand gehen, dass du sie wie so handeln kannst, also dass es okay ist, wenn sie da ist, und du deine Schritte aber wie trotzdem gehen kannst. Ne? Und wenn du das in einem richtigen Tempo machst, dann ist das super. Ne? Weil dann, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass die Angst weg war, durch dass ich kleine Schritte, sondern ich fand eigentlich, sie war mehr da, weil vorhin habe ich dann wie die Angst gesehen und bin dann einfach weg von der Angst und geblieben. Und jetzt schon so, ich gehe mit der Angst. Das ist sehr, sehr schön. So, auch zu sehen, dass sie, weil letztes Jahr bin ich mit dem Thema Angst gekommen und jetzt merke ich so, dass sie nicht mehr ein Thema ist, sondern einfach halt Teil des Lebens und Teil des, und mich eigentlich eher manchmal so in die Langsamkeit zwingt oder dazu bringt, dass ich vielleicht noch kurz durchatme oder mich eigentlich dazu bringt, dass ich gucke auf mich und nicht über meine Grenzen gehe. So, wenn ich sie erlaube, wenn ich sie in mein Leben lasse, dann bringt sie mich eigentlich noch, also ich hatte die Angst immer so als Feind. Sie tut dich eigentlich in deinem Tempo, in dem richtigen Tempo drin behalten. Genau. Ja. Ne? Also so, dass es dir eigentlich gut geht. Und wenn du gegen die Angst arbeitest, kommt halt oft irgendwie das Denken, dass halt einfach viel zu große Schritte machen will und dann wie stolpert und dann diese Self-Fulfilling Prophecy, ich schaffe das ja nie, weißt du, ich habe viel zu viel Angst und kann das nicht und so. Ne? Aber wenn du konsequent wie so in dieser Langsamkeit deine Schritte eigentlich gehst, kommst du mega schnell voran. Und du hast ja gesagt, du bist eigentlich mega schnell vorangekommen. Ne? Mega. Und ich habe das Gefühl, ich kann jetzt wie, also das Tempo hat auch angezogen, immer mehr. Also es ist wie so, es ist viel klarer, wohin das ich möchte, also oder in welche Richtung dass ich mich bewege. Ja, es ist einfach sehr viel mehr Klarheit in meinem Leben und in mir. Und ich fühle mich eigentlich wohler. Also ich fühle mich so wohl wie eigentlich noch nie in meinem, also gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Ich fühle mich sowas. Und was hast du für Klarheit? Was hast du für so eine Ausrichtung? Hast du das Gefühl, einfach, bist du wie so klarer auf deinem Weg oder das, was du machen möchtest? Die
meine Wahrnehmung und die Schritte, die ich gehe, sind so in die gleiche Richtung. So. Und Ja. bei mir ist schon so, dass wirklich ich gehe in die Richtung von allem, was ich leben möchte. So, und so, und durch das wie so klar ist, wohin, oder nicht mal nicht der Ort, sondern die Ausrichtung klar ist da sehr, sehr viel Mut und sehr viel, also es ist wie so eine Weite und Mut. Ist sicher auch so ein Frieden da, ne? Weil Genau. du das Gefühl Ist wie hast, so oder so ganz eine Erfüllung klar. da, ne? Weil du einfach halt wirklich in die richtige Richtung gehst für dich. Ne? Und das fühlt sich so an, so, genau, dahin geht's. Und das wie, ich würde fast sagen, das ist wie so kein Erbarmen für meinen Weg mehr. Also das wie so, ich gehe in die Richtung, das fühlt sich so richtig an, dass ich nicht, also nicht negativ gemeint, kein Erbarmen, sondern mehr so, ich gehe meinen Weg und ich lebe mein Leben. So wie es kommt, und das schon ein riesen, eine große Veränderung für mich. So. Weil ich vorher immer eigentlich mein Leben oder meinen Weg geopfert habe, entweder wegen der Angst oder wegen einfach so viele Gründe, um nicht mein Leben zu leben, und deswegen finde ich das eigentlich schon der Ausdruck mit keinem Erbarmen, so dass so ich habe es verdient zu leben, ich habe verdient das Leben zu leben, das ich lebe. So. Du hast ja auch beide Fülle-Leben Workshops mitgemacht oder online Retreats mitgemacht. Haben die dich da unterstützt in dem? Schon, ja, ne? Ich habe sie geliebt und gehasst. Also sehr, sehr geliebt, aber auch gehasst, weil du dich mit dir auseinandersetzen musstest, weil du so in das klebrige, enge gucken musst, wie die Verantwortung dass ich wie an Orte schauen muss, wo ich wie so eigentlich nicht hinschauen wollte. Ja. Und aber auch gemerkt habe, immer mehr so, nee, ich gucke da jetzt hin, weil wenn ich nicht gucke, ich habe wie die Verantwortung zu mir zurückgeholt. Weil wenn ich nicht gucke, dann bleibe ich bei dem und zeige mit dem Finger. Dass ich nicht da bin, wo ich sein möchte, wegen jemand anderem, wegen meiner Geschichte oder meine Wahrnehmung ist so wegen dem und dem. So, das ist von euren Fragen ja auch immer so, keine Ahnung mehr, was die Fragen immer genau sind, aber so, da fragst du was und dann kommt bei mir immer gerade so, ja, deswegen gucke ich so auf die Welt. Und deswegen, und bei mir kommt immer, also oder war beim Fülle dann immer so, der erste Impuls immer so, tja, siehst du, da ist die deswegen. Deswegen, ja. So, und da ist man halt einfach, diesen Grund sucht man eigentlich immer so im Außen und findet da auch die Bestätigung. Ja, deswegen bin ich so. Und das fand ich so spannend beim Fülle, weil ich immer da anhalten wollte. Ich so, deswegen, siehst du? Ja. Und dann ich so, jetzt muss ich aber weiter. Genau. So, weil das kann ja, du kannst ja nicht da bleiben. So, also dann guckst du und dann übernimmst du die Verantwortung, weil du kannst auch. Und das finde ich so schön, wenn du plötzlich dann die Verantwortung eigentlich übernimmst, zu dir zurück, kommst du halt auch in die Kraft wieder rein, tatsächlich zu merken, oh nee, das, was mir passiert ist oder wie ich das gelernt habe, ist zwar schon nicht in meiner Verantwortung, ne? Aber wie ich damit umgehe und wie ich da drauf schaue, das ist in meiner Verantwortung. Ne? Und ich habe auch, mir ist gerade gekommen, ich habe schon so ein paar Momente gehabt, wo ich das so ganz stark im Leben, also im Leben, wie ich eigentlich nicht nur mich, aber einfach so auch die Welt manchmal fast verändern kann, durch das, wie ich sie wahrnehme. Also ja. Letztens war ich im Zug und dann war eine alte Frau neben mir. Und dann ist ein Kind vorbeigegangen und hat einen Wutanfall. Und die alte Frau hat das wahrscheinlich nie gekannt oder einfach so, ist einfach so angespannt und so motzend. Und ich war dann, meine erste Reaktion war eigentlich so, ach, warum reagiert die so blöd? Und das, so wie ich das früher immer, oder so, mein Ding ist wie, du musst fühlen zu ihr. Also so, das wäre so meine Reaktion, so, du kannst das Kind nicht aushalten, deswegen bla bla bla. Und dann habe ich aber
Weil mich hat das Kind gar nicht so gestört. Aber ich habe dann wie gemerkt, dass durch dass ich nicht gegen sie war, ich habe da wie so eine Weichheit reingenommen, wie für sie auch Mitgefühl gehabt, dass sie das jetzt nicht aushält, dass es wie zu viel ist und dass sie das wahrscheinlich nicht kennt und habe dann weil sie war halt gerade an mir, habe dann so ihre Unsicherheit halt auch gemerkt, ich so, nee, das ist ja gar nicht da, sondern es ist auch ein Teil in mir, der das so fühlt und habe dann ziemlich schnell gemerkt, wie das dann alles so weich wurde. Also meine Wahrnehmung, ich bin früher immer so in die Wahrnehmung, in die Trennung gegangen, so, sie sind schuld, ich bin... Also du hast wie eigentlich Mitgefühl dann für sie auf eine Art gehabt oder hast diese Unsicherheit bei dir halt auch gefühlt. Und was hat das gemacht? Hat das mit ihr auch was gemacht? Ja, das hat das wie so beruhigt. Genau. Und ich habe gemerkt, bei ihr ist wie so, sie hat da halt rumgeguckt und niemand anderes hat sich genervt ab dem Kind, nur sie. Und sie hat dann wie... Und war eigentlich erstaunt. Also ich habe dann gemerkt, ich habe dann wie ein bisschen mehr hingeguckt bei ihr. So, und früher wär ich dann einfach so, hätte so abgewunken. Bei ihr, es hat so die ganze Situation, das fand ich mega spannend, weil es wie die ganze Situation so verändert hat. Und ich habe das wie sehr oft jetzt einfach gemerkt, dass ich sehr viel eigentlich auf Barrikaden gehe. Und wenn ich aber die Menschen mit in meine Wahrnehmung, einfach bei mir, so wie wenn ich das wie mitnehme und mich öffne und meine Wahrnehmung ändere auf Weichheit und so, oder einfach, also, dass da so viel mehr Möglichkeiten sind, so viel mehr Schönheit kommt. Oder vielleicht ist einfach eher, dass ich wie merke, wie viel, dass ich eigentlich gegen die Welt gekämpft habe. Ja. So, also das ist vielleicht eher das, was gesagt werden muss. So wie, und auch bei Konzerten, wo ich gemerkt habe, ich habe früher dann, wenn mich jemand angerempelt, also wie so, so eine, dass da bei mir keine Weichheit gekommen ist, sondern so ein so Ellenbogen raus. Und ich bin einfach so viel, ja, also meine Wahrnehmung hat sich sehr stark von der Trennung weg. Ist wie weicher oder so umfassender halt geworden. Ne? Also ich kann die Menschen viel mehr lassen in ihrem. So, und ich merke, dass ich vorher sehr stark... Umso mehr du eigentlich die Verantwortung übernimmst eigentlich für dich, umso mehr kannst du auch die anderen lassen. Genau. Ne? Weil du plötzlich wie so merkst, erstens ist das schwierig, es ist auch schwierig, die Verantwortung tatsächlich zu übernehmen für dein Leben und die Schritte wie so zu gehen. Also am Anfang finde ich es schon irgendwie schwierig, weil man ist das so gewohnt, das so abzuwälzen, einfach auf die Gesellschaft oder auf die Eltern oder auf den Arbeitgeber oder egal was. Und plötzlich immer zu merken, das zu drehen, zu merken, oh, es liegt eigentlich immer an meiner Wahrnehmung. Also, dass da der Hauptaugenmerk drauf ist. Wie ist meine Wahrnehmung eigentlich auf das, was jetzt im Moment passiert? Und das ist einfach ein Riesenschritt. Ne? Es ist ein Evolutionsschritt, glaube ich, raus aus aus der Enge vom eigenen Denken halt. Ja. Also ich finde es schon wirklich sehr verändernd. So. Und ich habe immer noch also ich habe schon immer noch manchmal so Angstattacken, ich habe immer noch so Momente, wo ich wie meine Überforderung nicht merke und dann erst merke, wenn ich aggressiv werde. Also ich habe das schon immer noch, aber ich habe auch dort das Gefühl, dass dass diese Selbstverantwortung so wie der Schlüssel ist. Also auch wenn ich so aggressiv werde, ist dann nicht mehr, dass ich wie finde, so, alle anderen machen zu wenig, es ist ja auch bin ich so. Deine Verantwortung eigentlich für dich zu gucken und wie du das eigentlich schon sagst, ne? Du spürst dich nicht in dem Moment. Ne? Also du gehst eigentlich über deine Grenze drüber und sagst dann zwar schon irgendwie, die anderen gehen über deine Grenze drüber, aber du hast sie auch nicht mitbekommen. Ne? Und deshalb ist es eigentlich so wichtig, so im Kontakt damit zu sein, eigentlich mit
mit dem, was tatsächlich passiert, würde ich mal sagen, mit dem, was tatsächlich da ist, also nicht nur dich wahrnimmst, sondern alles andere auch wahrnimmst und von da aus erschaffen sich eigentlich wie ganz normal irgendwelche Grenzen auch. Ne? Also dass du das vielleicht viel, viel besser spürst. Ja, genau, die Grenzen finde ich ganz, das ist so, das ist auch beim Fülle bei mir so stark. Mir wurden oft so viele Grenzen gesetzt, bei der Nähe zu kriegen, Geld zu, also ich hab wie, ich wurde so oft wie so, war wie keine Offenheit, irgendwie habe ich das Gefühl, so dass ich die Gegenrichtung gemacht habe. Ich bin wie so extrem offen und habe all mein Geld, also ich habe immer gegeben, ohne, also so stark, so, weil ich so wütend auf die Gier war, die ich erlebt habe in meinem Leben oder auf dieses Wegstoßen, und habe wie eben durch den Fülle wie gemerkt, dass das halt auch nicht immer schlecht ist. Also so, dass man wirklich auch eine Grenze, für mich ist es immer noch nicht, dass ich wie sage so, dass ich da wirklich ein super gutes Gefühl habe. Ich finde immer noch so Gier und Geiz so ein bisschen unangenehm. Aber ich merke, dass ich schon Das auch in dir hast oder das auch... dass das nicht nur schlecht ist, Ja, sondern genau. es ist okay, zu gucken, zu sagen, das ist meins. Ja. Das lasse ich mir nicht nehmen und das ist okay. Geizig zu sein manchmal auch, ne? Also Ja, manches vielleicht geizig, nicht auszugeben, obwohl andere es wollen, ne? Und vielleicht sagen, boah, bist du geizig Oder und manchmal so, ne? nicht zu teilen. Ja. Nicht von meinem herzugeben, nur aus Liebe oder Ja, weil das halt oder auch so auch wenn so eine Liebe da Unfreiheit ist, trotzdem Stopp zu sagen, hey, weil ich habe da auch immer so, ja, solange habe so viel, für mich war immer so, Liebe zu kriegen, war so der größte, das hat mehr Wert als alles. Das war für mich wie so, wenn du mir Liebe gegeben hast, dann kannst du eigentlich machen, was du willst. Ja. So, dann kannst du mir das ganze Geld nehmen, du kannst alles, du kannst alles zerstören, du kannst mich anlügen und so. Wenn ich wie merke, dass die Liebe aufrichtig ist, dann bleibe ich. Das ist ja noch ein Wahnsinnsglaubenssatz eigentlich. Das, da glauben viele dran. Und dass, wenn du geliebt wirst, dass das einfach das Höchste ist und so. Ne? Und dann verdurstest du und du hast kein Geld. Ne? Und hast nur Liebe. Ne? ja, und jetzt ist wie so, dass ich wirklich dann das geopfert habe. Ich so dann, also geopfert. Das kommt dann schon wieder, oder ich habe ja Liebe. Ich habe sehr viel Liebe in meinem Leben. Aber dass ich wie so, nee, es reicht nicht nur das. Es reicht nicht, wenn ich Liebe kriege. So, das stimmt einfach nicht. Nee, stimmt nicht. Ja, genau. Es stimmt nicht, das reicht nicht. Auch ein Kind braucht nicht nur Liebe. Ne, genau. So, das ist wie so, ich kann meine Kinder lieben bis ans Ende, aber sie brauchen nicht nur Liebe, die brauchen auch Halt, die brauchen Führung, die brauchen Unterstützung, die brauchen, und ich brauche nicht nur Liebe, wenn man das Leben mit mir teilen will, reicht nicht nur Liebe. So, ich finde das sehr... Boah, ist das cool, ne? Mega schön, ja. Und das ist schon so, und das macht im Moment bei mir so, dass ich das Gefühl, ja, dann wird nie wieder irgendein Mensch in mein Leben kommen, wo das, weil wer gibt mir denn schon beides? Also, weißt, wer ist korrekt und das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich weiß, dass es schon möglich ist, mich zu lieben und, schon, ne? und ein Mensch sein, der Warum kannst du dir das nicht so vorstellen? Manchmal ist es so, ne? Es ist gar nicht so einfach, so, weil ich das nicht kenne. Ja, so. Sich vorzustellen, dass man das halt wert ist oder dass man das auch bekommt, weil du es nicht kennst. Ne? Ja, aber ich habe wie das Gefühl, dass weil sonst immer so Forderungen, aber dass jemand ohne Forderungen mich liebt, das kenne ich schon wenig und dann aber auch so aufkommt für mich. Ich hab das schon, das habe ich auch viele sehr stark angeguckt, wie gemerkt, so das ist ja auch mit dem Geben und Nehmen, dass bei mir, dass ich
fast nicht nehmen kann, ohne dass ich mehr gebe. Also ich Ja. habe wie das Gefühl, dass wenn man mir ein bisschen was gibt, und das schon einfach aus der Kindheit oder ich glaube sogar vererbt, also es ist meiner Familie, ist ganz stark, dass wie wenn du ein bisschen Liebe kriegst, musst du so und so viel machen, Ja. damit du das verdient hast. Und wenn du das Große nicht machst, wird dir nachher ein schlechtes Gewissen also gemacht, weil du so viel Liebe, also so, das wird dann wie wieder zurückgenommen. Das kenne ich halt sehr stark, dass dann wie die Liebe wie wieder zurückgenommen wird, so, ja dann nicht, oder ich habe das einfach so drin, aber ich glaube, das, keine Ahnung woher, aber und das habe ich halt auch beim Geld gehabt, dass ich wie mehr geben muss der Welt, als dass ich haben kann, so. Und und bei der Liebe auch, so, ich muss wie mehr geben, Ja. dann habe ich Liebe verdient und jetzt wieso also ich kann mir noch nicht vorstellen, Einfach mehr so zu geliebt zu kriegen, werden. so einfach so geliebt zu werden, so okay, aber in dem Moment, wenn, so, aber ich kann mir in der Zwischenzeit vorstellen, dass auf so der Nullpunkt, also so das gleich viel kommt, so, das ist so, aber das ist so der... Ja, ist ja auch wie so ein Anfang. Man muss sich dann wie so prozentual wie so rantasten, dass man das wie so Aber vergrößert. dass ich nicht ne? ins Minus komme. So. Ja, also dass genau. ich nicht mehr ausgebe, als dass ich habe, dass ich nicht mehr gebe, als dass ich, also einfach so, dass wie vielleicht mal so auf Augenhöhe und auf gleich, also das wie so... Nicht, dass du generell einfach wie mehr geben musst Ja. oder das Gefühl hast irgendwo, oh, da hat man mich eingeladen und da muss ich noch mehr einladen oder da kriege ich Liebe und da muss ich wie noch mehr geben und Ja. so. Und deshalb entscheidet man sich oft dann halt eigentlich auch gegen die Liebe, weil man das Gefühl hat, ich will ja nicht ausgelaugt werden, obwohl der andere hat das ja gar nicht erwartet, dass du eigentlich mehr gibst. Ne? Das, Ja, nee, also bei mir war schon immer, ich bin immer für die Liebe gegangen und habe mich aber ausgelacht. ja, Das ja. ist bei mir schon so ein, ich gehe immer für die Liebe. Wenn Liebe echt, das war schon so tief und jetzt wie so, ich muss nicht immer für die Liebe gehen, ich darf auch wirklich auch für mich gehen. Liebe ist nicht das Größte. Also Ja. nicht mehr so das Höchste oder Größte. Also das ist wie ein Teil vom Größten. So. Aber mein Leben ist noch viel größer. Oder also so, das wie so viel größer. Ich kann noch so viel mehr erleben, als nur tief Zu lieben. lieben, als nur zu lieben, tief Ja. geliebt zu werden. Ja, genau. So. Und das merke ich schon, dass da wie so, da muss auch jetzt nicht jemand kommen oder, also darf jemand kommen, aber ist wie das, das finde ich schon ein großer Brocken. Also der noch nicht ganz angekommen ist, also das ist wie so am entwickeln, weil ich da schon immer noch so leichte Atemnot kriege, wenn ich so dran denke, so das das fühlt sich schon nach einem großen Schritt an, das so aufzugeben. Ich habe es ja schon lange aufgegeben, aber einfach so dafür zu gehen und wie zu sagen, nee, ich darf wirklich alles lieben. Also ich darf wirklich die ganze Größe lieben. So. Ja. Ja, und das ist noch dick zu verstehen, dass selbst wenn man sich für die Liebe entscheidet und eigentlich nur für einen kleinen Teil vom Leben entscheidet, und wenn man dem so einen großen Hinwendung gibt, ist es genauso wie, als würde man Geld eine große Hinwendung geben oder beruflicher Erfolg. Das ist alles wunderschön, aber es ist einfach ein Teil vom Und ich habe jetzt eben so fast das Gefühl, dass ich weil vorhin habe ich habe früher so gedacht, so entweder Liebe oder entweder Freiheit, also so, dass es so einzeln kommt, wie wenn du so die Reichen manchmal anguckst, da möchte ich nicht in der Haut stecken. Deswegen war bei mir so, ich möchte doch gar nicht so viel Geld. Mal guck mal, wie die sind. Die haben keine Liebe, die haben keine Ehrlichkeit. Also so, das ist so eine Armut. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich möchte Liebe, ich möchte das, ich möchte sicher nicht das. Und jetzt wie so, was, wenn ich alles kann? Was, wenn ich die ganze Fülle kriege? Ich kriege Geld, also ich kann mir Geld holen, ich kann mir Freiheit holen, ich kann mir Liebe holen, ich kann einen Beruf machen, den ich mag. Bei mir ist einfach so, was wenn? Genau. So, es muss nicht mal so, dass ich wirklich sage, so, das ist möglich, aber nur so, es könnte ja sein, Ja. dass ich mich nicht entscheiden muss Ja. zwischen
kriege ich die ehrliche Liebe oder habe ich jemanden, der finanziell mit aufkommt. So. So. Was, wenn ich beides kriege? Das ist super, ne? Ja, das öffnet einfach, ne, so immens, so das Spektrum, ne? Und selbst wenn man es nur für so mal als Fragestellung bei sich mit rumträgt, wow, vielleicht ist das ja möglich, ne? Vielleicht kann ich ja die volle Ladung, bekommen, ne? Und umso mehr man da reingeht, merkt man, ja klar, weißt du, ich selber beschränke mich nur für die Liebe. Also meine Wahrnehmung macht das. Meine Mangelwahrnehmung macht diese Beschränkung. Ne? Und umso mehr man das mitbekommt, merkt man plötzlich, wow, ich habe eigentlich so viele Jahre eigentlich gelitten durch diese Mangelwahrnehmung und habe es selbst entschieden. Also ich habe mich selbst eigentlich dafür entschieden, für das. Ne? Und habe immer gedacht, die anderen sind eigentlich schuld dran. An dem. Und das gebe ich schon echt nicht gern zu. So, also dass ich wie... Aber sobald man sich mit dem Thema beschäftigt, merkt man halt, wie viel selbst man eigentlich Verantwortung hat. Ja. Das finde ich halt so krass. Und ich finde es wie es ist wie so, auf die eine Seite wie so, oh, wie scheiße, es liegt alles an mir. Ja. Und gleichzeitig so, oh cool, es liegt alles an mir. Genau. So, weil wenn alles an mir liegt, habe ich ja auch die Kraft. Ja. Also dann habe ich die ganze Power für zum Verändern, ja. Und das finde ich so, das ist so das, was ich beim Gefühle so stark gemerkt habe. So, auf der einen habe ich so, fuck, ist alles meine Schuld. Ich habe niemanden mehr, dem ich die Schuld geben kann. Also, könnte schon, wenn ich... Aber so, das ist... Und dann plötzlich so, nee, es ist alles bei mir. So, ja. Der ganze Brocken ist bei mir und deshalb auch bei der Therapie, so ist der Brocken eigentlich bei dir. Wir haben immer das Gefühl irgendwo, wir können das irgendwie abgeben an den Therapeuten oder oder das Erwachen geben wir ab an den spirituellen Lehrer oder so. Aber wenn wir die Verantwortung eigentlich wie selber, wir müssen erwachen, wir müssen uns um unser Trauma kümmern, ne? Und du kannst von außen eigentlich diese Impulse oder Inspirationen nehmen, aber sie müssen hier umgesetzt werden und das ist deine Verantwortung. Wenn du einfach nur zuhörst und eigentlich hier nichts bewegt, bist du immer in dem draußen, das ist nicht gut genug oder das müsste sich da noch verändern oder der ist nicht gut genug, das ist auch nicht gut genug und so, ne? Und so kann man Jahre, Jahrzehnte seines Lebens verbringen, ohne tatsächlich irgendeine Bewegung halt zu machen oder dass sich irgendwas verändert. Deshalb finde ich das halt auch so kraftvoll, sich mit dem auseinanderzusetzen. Ja, mega schön. Und die Ausrichtung, wie gesagt hast, ist eigentlich eines der wichtigsten Sachen, dass du dich eigentlich wie so ausrichtest, einfach nach dem, dass du immer eine klarere Vision von dem bekommst, was du eigentlich leben willst. So, und du gehst einfach in die Richtung. Du gehst einfach wie so in die Richtung. Ne? Was will in dir leben und in die Richtung gehst und bist einfach offen für irgendwelche Abzweigungen oder andere Wege. Ne? Aber irgendwo eine Ausrichtung ist schon wichtig. Ich habe auch wirklich so das Gefühl, ich bin eigentlich so, ich habe so wie umgelenkt. Also ich habe das ganze Fahrzeug umgelenkt und wie so, bin wie auf den Schienen. Also ich bin wie so... auf dem Weg drauf, fest drauf. Ne? Schienen tönt gut. Es ist wie recht klar. Es ist wie klar, ich habe auch schon so mal nach Wörtern gefragt. Und ich habe da mehrere Wörter, aber es ist mehr so eine... Die Intention ist ganz klar, ohne wirklich Wörter dafür. Also ich habe Wörter schon, so Lebendigkeit, Freiheit, Fülle. Ich sag wie schon so, aber eigentlich wie einfach so die Schienen sind klar. So, das ist wie so, da kann man nicht mehr daran rütteln. Das ist wie so, ich bin dafür geboren, da drauf zu sein. So, das merke ich, das ist wie so, die eigentlich schon immer, das war eigentlich schon, als kleines Kind war das schon klar, wohin. Das war, und also so viel, das wie eigentlich,
Mega schön, ja. Deshalb muss ich jetzt das von letztem Jahr nochmal anhören und dann den Unterschied merken. Ja, also das sind unterschiedliche Menschen schon wirklich so. Ja, ja. Also ich würde nicht nur das letzte, sondern einfach die letzten 2 Jahre sind schon wirklich so. Verändernd gewesen halt, ne? Ja, ja. Also in allem. Das ist einfach mein ganzes Umfeld, mein ganzes Leben, Familie, das ist wie alles anders. So, also schon. Ja, stimmt. Ne? So. Du hast wirklich starke Veränderungen. Aber in den letzten 2 Jahren hinter dir. Aber mehr so, das war alles so für mich. So, ich bin eigentlich wie bei mir. Also so. Das ist schon mega. Ja, schon. Und habe immer noch Angst. So. Aber ich nehme sie nicht mehr so, sie ist mir nicht mehr wichtig. So, das finde ich so das Große. Also das, ja. Naja, so insgeheim hoffst du halt immer noch so, dass du mal so angstfrei lebst oder dass es halt mutiger wirst und so, ne? Und da, das habe ich auch irgendeinem gesagt, beim Art of Deep Bodywork, dass es manche Schauspieler, die haben das ganze Leben lang einfach Lampenfieber. Die haben wirklich schweres Lampenfieber. Und sie haben trotzdem den Beruf als Schauspieler gewählt und gehen immer wieder auf die Bühne und immer wieder. Michael Jackson auch. Ja, der hat sich ja ins Koma setzen lassen, immer vor den Auftritten, weil der so stark, der hat gesagt, das ist für ihn die Hölle. Genau, ne? Also für manche ist es einfach wirklich irgendwie so schwer und so. Und sie es trotzdem machen und den Beruf einfach so lieben und ihn eigentlich wie so gewählt haben. Der ist geboren für die Musik. Und, so, also das und trotzdem ist, ne? Manche kriegen irgendeinen Trick raus oder lernen damit viel so besser umzugehen, aber für manche ist es einfach halt so, es ist da und dann ist die Frage, machst du es trotzdem? Willst du es trotzdem machen? Ne? Oder lässt du es sein? Ich meine, müssen tust du das ja nicht machen. Er müsste ja nicht auf die Bühne gehen und so. Ne? Aber wenn das Ziel, da wo du hin willst, wie größer ist und du merkst irgendwie, nee, da will ich hin, nimmst du auch halt diese Angst eigentlich in Kauf. Ne? Und wenn du leben willst, würde ich mich ums Leben kümmern und weniger manchmal über die Unsicherheit und Angst, weil die ist okay, also es ist einfach okay, halt auch Angst zu haben, auf die Bühne zu gehen oder Angst zu haben vor manchen Schritten, die man im Leben geht. Ich finde, macht sich manchmal dann zu sehr ein Problem daraus, weil man nur will, eigentlich, dass man die Unsicherheit und Angst halt nicht spürt. Und das halte ich für Quatsch, weil man dann die Wahrnehmung total eigentlich auf die Angst und Unsicherheit macht und dadurch macht man sie eigentlich größer. Ja. Ja, ich habe auch, wollte immer lieber sterben, als einen Vortrag zu halten. Genau. Und aber als der Moment gekommen ist, wo ein Freund damals gefragt hat, ob ich auf die Bühne möchte, um zu rappen, habe ich fast gekotzt, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil das wie stärker war. So. Und ich hatte das schon so immer noch so drin, so, ich konnte eigentlich gar nicht vor Menschen reden, habe dann vor 50 Leuten das mit dem Mikrofon. So, ich habe an der Beerdigung vor 200 Leuten habe ich gesprochen, eine Rede gehalten. Das hätte das wie so, ja. Und ich will nicht sagen, dass da keine Angst war. Kurz. Genau. So, logisch war da kurz Angst, da waren 200. Aber das ist wie, ja, einfach nicht, das so zu klein sich da. Also das war größer. Das, was ich zu sagen hatte, war wichtiger. Genau. Und auf die Bühne zu gehen, hat mir mehr bedeutet als meine Angst. Und das finde ich schon. Ich merkte, ich hatte das eigentlich schon immer wieder mal in meinem Leben, dass ich das konnte.
zu gehen, trotz der Angst. So, und das, das ist schon... Guck mal nächstes Jahr. Ja. Ne? Wie es sich entwickelt. Schön. Ja, ich bin auch gespannt. So. Es macht viel mehr Spaß. Ja, so, ne? Das finde ich so das Ich glaube, das ist eigentlich mehr, du hast auch jetzt Freude gehabt, eigentlich zu kommen, weißt du, so, ne? Es macht viel Spaß zu leben. So. Ja. Ich lebe wirklich sehr gerne. Das merkst du, dass meine Begeisterung für das Leben eigentlich so groß geworden ist. So, das wie so ist, weil es macht Spaß, es ist so schön. So, Musik macht Spaß. Also es macht mir eigentlich alles. Es ist schon cool zu leben. So, ich lebe schon wirklich gerne. Und ich merke dann auch jetzt, wo ich so gerne lebe, ist dann wie auch so, aber wenn ich das auch nicht mehr so Angst davor, dann irgendwann zu sterben oder so, das ist wie so, das ist da okay, ich lebe. So, das ist schon, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich irgendwie etwas verschwende oder so. Das ist so, was einfach cool ist, macht schon einfach, das ist schon einfach sehr toll. Das ganze Universum, also die ganze Existenz einfach nur so, macht doch alles. Das ist schon einfach echt cool. So. Schön.